In der Corona-Krise sinken die Beliebtheitswerte vieler populistischer Parteien in Europa. Die Lieblingsthemen der Populisten, wie zum Beispiel Migration und öffentliche Sicherheit, stehen momentan nicht im Vordergrund. Und in dieser Notsituation schenken die Menschen traditionellen Politikern mehr Vertrauen, weil sie auf deren Erfahrung und Kompetenz setzen. Angesichts der Bedrohung durch die Pandemie sind Fachwissen und vernünftige Antworten gefragt. Und das war noch nie Sache der Populisten. Noch dazu haben momentan jene Länder, die von einem Populisten regiert werden, sehr hohe Fallzahlen. Angeführt von den USA, dann Brasilien. In Europa ist vor allem in England die Infektionsrate hoch. Was bedeutet aber Populismus und wie sehen die politischen Strategien eines Populisten aus? Das erfährt ihr in diesem Video. In fast allen europäischen Ländern sitzen populistische Parteien oder Bewegungen im Parlament. Zumeist sind sie rechtspopulistisch. Die AfD in Deutschland, die Lega in Italien, die FPÖ in Österreich, Front National in Frankreich, die Schwedendemokraten oder Fidesz in Ungarn unter Viktor Orbán. Sie sind dafür, die nationalen Grenzen dicht zu machen und sie wollen raus aus der EU. Linkspopulistische Bewegungen sind politisch weniger erfolgreich. Ausnahmen sind Podemos in Spanien und Syriza in Griechenland. Bei den Linkspopulisten geht es um den Gegensatz zwischen den privilegierten Reichen und den stark benachteiligten, ja ausgebeuteten, einfachen Arbeitern. In Italien gibt es ein gutes Beispiel für eine Bewegung, die linke Inhalte wie auch rechte Inhalte für sich beansprucht, nämlich die Fünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo. Links ist ihre Forderung nach einem Grundeinkommen für alle Italiener und eindeutig rechts ausgerichtet ist ihre Migrationspolitik. Wenn ihr mehr zum Unterschied zwischen links und rechts wissen wollt, dann klickt hier oben. An der Spitze populistischer Parteien stehen oft starke Persönlichkeiten, die über eine große Fangemeinde verfügen, wie zum Beispiel Marine Le Pen in Frankreich oder Matteo Salvini in Italien. Ein Populist ist davon überzeugt, den Willen des Volkes zu vertreten. Populus heißt auf Latein nämlich Volk und ein Populist will dem Volk seine Macht zurückgeben. Die anderen Politiker haben sich nämlich längst von ihren Wählerinnen und Wählern abgewandt. Oder sie stehen unter der Fuchtel der EU oder anderer mächtiger Organisationen. Sie verfolgen nicht mehr die Interessen des Volkes. Das Volk, das die Populisten dabei meinen, ist als eine Einheit zu verstehen und es gibt in diesem einen Block keine unterschiedlichen Meinungen. Ein Populist kämpft also gegen die da oben, gegen die Elite oder das Establishment, wie Donald Trump es gerne nennt. Damit gemeint sind eingefleischte Politiker, aber auch die EU, Intellektuelle, zum Beispiel Schriftsteller und Künstlerinnen oder wirtschaftliche Organisationen. Es muss sich wieder jemand um die Probleme des kleinen Mannes kümmern. Und das macht der Populist. Oder gibt es zumindest vor. Während im journalistischen Sprachgebrauch Populist also eher negativ gekennzeichnet ist, wird die Bezeichnung von den Populisten positiv definiert. Sie stehen auf der Seite des Volkes, auf der Seite der Italiener oder der Amerikaner, je nachdem, welcher Nation sie angehören. Und sie sind darauf natürlich stolz. Die Welt ist kompliziert geworden. Wir sind alle vernetzt und deshalb können Probleme oft nur gemeinsam mit anderen bewältigt werden. Ein Populist sieht das anders, denn die Lösung ist einfach. Man muss nur den Mut haben, den radikalen Ansatz durchzuziehen. So zum Beispiel die simple Forderung raus aus der EU. Dann können wir wieder alles in die eigene Hand nehmen und besser lösen, als wenn wir dauernd auf Brüssel hören müssen. Oft klingen politische Strategien der Populisten gleich wie ein politisches Gasthausgespräch am Stammtisch. In der Opposition kommen solche Parolen dann immer gut an, denn man kann damit die Regierung gut kritisieren. Aber wenn Populisten dann Regierungsverantwortung übernehmen und ihre populistischen Ideen umsetzen müssen, zeigt sich, die Realität schaut anders aus. Da ist vieles ganz kompliziert.
So hat es auch Großbritannien am eigenen Leib erfahren müssen mit ihrem immer noch nicht völlig geklärten Austritt aus der EU. Populisten betreiben gerne Schwarz-Weiß-Malerei. Hier die Fleißigen und Tüchtigen und dort die Korrupten und Kriminellen. Sie wollen mit solchen simplen Beschreibungen ein Wir-Gefühl erzeugen. Wir sind die Guten und jeder von uns wird auch von diesem Wir angesprochen. Aber wer gehört wirklich dazu? Trump zum Beispiel meint mit dem Wir nur den weißen heterosexuellen Amerikaner. Wer nicht in diese Kategorie fällt, bleibt draußen oder soll draußen bleiben. Für den gibt es dann die Mauer oder Benachteiligungen und Diskriminierungen verschiedenster Art. So bekommen vor allem ethnische und sexuelle Minderheiten die politischen Schikanen der Populisten stark zu spüren, wenn diese an der Macht sind. Amerika ist tief gespalten. Auf der einen Seite die Republikaner und die Befürworter Trumps. Häufig sind das Menschen, die fern der städtischen Zentren leben und die sich von der traditionellen Politik vergessen fühlen. Und auf der anderen Seite die eher städtische Bevölkerung Amerikas und die Demokraten. Ein Präsident sollte eigentlich Präsident für alle sein. Aber Trump macht, was er gut kann. Er spricht nur zu seiner Seite und zu seinen Fans und kümmert sich nicht um Versöhnung. Er weiß, er gewinnt, wenn er seine Basis anstachelt, ihren Ärger und ihre Wut anzapft. Deshalb spielen Populisten oft mit Emotionen. Sie schüren die Angst, weil sie sich so einen Vorteil verschaffen und Gehör finden für ihre radikalen Lösungen. Vor allem die sozialen Medien unterstützen die Verbreitung dieser Propaganda. Die Marketingstrategien der Populisten schrecken auch nicht davor zurück, den Hass zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu schüren. Extreme Posts werden öfters geteilt als politische Inhalte, die auf Fakten gründen. Häufig brechen Populisten bewusst Tabus, um solche Aufreger zu erzielen. Soziale Medien erlauben es ihnen auch, direkt zu den Wählerinnen und Wählern zu sprechen, ohne Umweg über Journalisten, die dann unbequeme Rückfragen stellen könnten und Unwahrheiten aufdecken. Erst in letzter Zeit ist Twitter zum Beispiel dazu übergegangen, bedenkliche Posts zu markieren, auch wenn sie vom Präsidenten der Vereinigten Staaten stammen. Facebook musste durch den Werbeboykott wichtiger Firmen dazu gezwungen werden, ebenfalls gewaltverherrlichende Inhalte zu markieren oder zu löschen. So hat Coca-Cola zum Beispiel beschlossen, für 30 Tage keine Anzeigen mehr auf Online-Plattformen zu stellen. Die Washington Post führt Buch über die Unwahrheiten und Lügen, die Trump täglich von sich gibt. Wenn das Volk bewusst in die Irre geführt wird, dann spricht man von Demagogie. Populisten wollen eigentlich keine sachlich geführte Diskussion, da ihre Argumente einer genaueren Prüfung oft nicht standhalten. Lieber weichen sie unbequemen Fragen aus oder schieben die Schuld auf andere. Die Weltgesundheitsorganisation, die EU oder Frau Merkel zum Beispiel, um nur einige zu nennen. Wenn Trump das Coronavirus Kung Flu nennt, dann schiebt er alle Verantwortung ab auf China. Dass er dadurch Hassverbrechen gegen die asiatische Bevölkerung im eigenen Land provoziert, nimmt er in Kauf. Mit solchen Feindbildern agieren Populisten gerne. Warum das funktioniert? Weil wir Menschen uns nach einfachen Lösungen sehnen oder nach einem paradiesischen Früher, das es so wohl nie gegeben hat, wie es uns die Populisten ausmalen. Deshalb weg vom Euro und zurück zur Lire. Grenzen zu und Globalisierung stopp. Autokraten sind zumeist Populisten, die es bis an die Spitze des Staates geschafft haben und die ihre Macht weiter ausbauen, indem sie demokratische Institutionen angreifen, die für die Kontrolle der Machtträger zuständig sind oder die ein Gegengewicht zur Regierungsmacht darstellen sollen. In den USA heißt es so schön Checks and Balances. Autokraten schränken die Pressefreiheit ein, siehe Putin in Russland, bringen die Justiz unter ihre Kontrolle, siehe Erdogan in der Türkei. Sie boxen Verfassungsänderungen durch, damit ihre Macht noch größer wird, meistens unter dem Vorwand einer Notsituation, wie Viktor Orbán in Ungarn.
Putin wird gerade für eine Verfassungsreform, die es ihm erlaubt, bis zum Jahre 2036 im Amt zu bleiben. In den Augen der Autokraten ist es so, wer die Macht hat, hat Recht. Es gibt keine feststehenden Fakten. Gestern noch war es nicht schlimmer als eine banale Grippe und heute ist es eine Pandemie und ich habe das immer schon so gesagt. Auch mit Faktenchecks kommt man dieser alternativen Realität nicht bei, wenn die Lügen nur oft genug wiederholt werden. Politik ist eigentlich die Suche nach gemeinsamer Verständigung. Eine Demokratie funktioniert nur, wenn man zusammenarbeitet, auch wenn man verschiedene Interessen vertritt. Man muss Kompromisse schließen und das öffentliche Interesse vor dem Privatinteresse setzen. Fachwissen muss geschätzt werden und die Kompetenz ist Voraussetzung dafür, um wirklich Politik für das Volk zu machen. Das war wieder ein Video aus aktuellem Anlass. Ich hoffe, ihr konntet einige interessante Informationen mitnehmen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.